Ja, einen wunderschönen guten Tag heute hier aus dem recht sonnigen Teheran wünsche ich und freue mich auf eine weitere Etappe unserer Weltreise. Wir fliegen heute von Teheran nach Kabul. Diesmal wird allerdings der Flug etwas länger dauern, weil ich nicht nur den relativ langen Flug absolvieren will, sondern auch in meiner Lernentwicklung weitergekommen bin und jetzt die X-Check-Checkliste abarbeiten werde und den ATC 124 ATC Plugin installiert habe, womit wir dann mit dem Tower und mit den Fluglotsen kommunizieren können. Okay, dann wären wir soweit. Ich denke, ich setze mich jetzt mal in die Maschine und dann legen wir los. Huh? Ja. So, da sind wir drin. Hier haben wir unsere Checkliste schon neben uns. Ich muss mal gerade einmal mich komplett drehen, weil meine Brille irgendwie nicht richtig sitzt. So, wir fliegen ja wieder in VR, deshalb aus meiner Sicht wirklich die Pilotensituation, aus eurer Sicht vielleicht ein bisschen zittrig, aber es ist eigentlich gigantisch. Man sitzt wirklich in dem Flieger. Also, legen wir los. Continue Checklist. Battery, guard closed. Battery guard closed. Set. Hold short of runway. Dome white, bright, dim or off. Dome white, bright, As needed. dim or off. Electric hydraulic pumps A and B, off. Checked. Landing gear lever, down. Checked. Gear status lights, 3+3 green, MCP and OVHT. Dreimal grün und hier oben auch dreimal grün. Können wir also abhaken. Checked. Bus transfer, guard closed. Checked. Fault and INOP test switch, left, 2 annunciators. So, Fold and Up Test Fire Control das ist der hier. Checked. Fire OVHT test switch, right, bell sound. Auch checked. Checked. Fire extinguisher squib switch, test 1, 3 green. Der wäre hier auf der Seite. Checked. Fire extinguisher squib switch, test 2, 3 green. Checked. AC ground power, on. Set. GPU ground service, connected. Der ist connected. Set. AC ground power, on. Die AC Ground Power. Da. Set. APU, started, 1 minute load less. Okay, die APU. As needed. Ja. Middle APU generators, on. As needed. Position lights, steady. Position lights steady. Set. Wheel well light, on, for exterior inspection. Das werden wir nicht machen, weil wenn wir die anmachen, 737 to 800. 6 November. dann wird draußen noch eine Checkliste abgearbeitet. Das wollen wir aber nicht, deshalb haken wir das As hier needed. ab. Wing light, on, IC exterior inspection. Das ist genau dasselbe. Dann würden wir draußen nochmal eine As needed. siebenseitige Logo light, on, in darkness. in Darkness. Wir haben keine Darkness, brauchen wir die Logo-Lights nicht anmachen. As needed. Engine hydraulic pumps 1 and 2, on. Engine Set. Hydraulic Pumps. Electric hydraulic pumps A and B, on. Die elektrischen 1 und 2. Set. Wheel well light, off. Das Set. ist aus. Jetzt hatten wir ja Wing light, off. Set. die hatten wir ja eben nicht angemacht. Cabin lighting, white bright, passengers. Set. Cabin lighting, white bright, entry.
Set. Right. Okay. FWD and aft service doors, open. So, dann müssen wir die Servicetüren öffnen. Das machen wir auch hier über unser... So, das sind die FW Service und die AFT. Wo waren sie? Und die AFT Doors. So, die öffnen sich jetzt. Wir können mal gerade draußen gucken. Ah, sind schon am Öffnen und die Set. geht gerade auf. FWD and aft cargo doors, open. Okay, müssen wir noch die Cargo Doors öffnen. Nochmal zurück. Und die Cargo Doors können wir auch nochmal gucken. Ah, ne, die sind auf der anderen Seite. Set. Da sind sie schon geöffnet. Block fuel, flight plan, roundup 0.1 plus 0.1 tons. Okay, müssen wir jetzt den Block Fuel gucken. Dazu gehen wir in unsere Charts. Müssen dann hier erstmal unsere Weltreise aufsuchen, dann nach OLKB und wir müssen ein bisschen Plus machen. So, hier sehen wir das besser. Und da haben wir die Block Fuel von 12.266 plus 2 Tonnen, 14.266 müssen wir uns betanken. 14.300 würde ich dann sagen. So, und dann gucken wir mal, was wir hier haben. 14.300, 14.300 Fuel und dann rufen wir. So, und das haben wir jetzt erstmal Block Fuel. Set. Genau. Fuel truck, refueling. Okay, dann müssen wir den rufen. Start. Service crews on ground, start. So, dann gucken wir mal gerade hier. Da, ja, da ist er. Genau, und betankt die Maschine. Vielen Dank für die Unterstützung. So, dann können wir wieder in die Maschine reingehen. Was will er jetzt? Service Crew on Ground. Okay, dann machen wir die. Sollen mal Service Crew on Set. Ground. Jetzt fangen Cabin die, utility power, checked. Set. EFA passenger seat power, on. Checked. Standby power, guard closed. Checked. Generators drive disconnect, guards closed. Checked. okay, so, Panel lighting, bright. das müssen wir gleich nochmal gucken. Jetzt wird also in der Maschine gereinigt. Also hier sitzen Passagiere drin. Eigentlich dürften die noch gar nicht drin sitzen. So, also. Was wäre da? Panel Lighting Bright Overhead Panel. Das Overhead Panel mittlere. As needed. Okay. Emergency exit lights, guard closed. Emergency Exit Lights. Set. Cabin attend button test, push. Cabin Attendant Push. Das wäre der hier. Checked. Ground call button test, push. Ground Call. Checked. Genau. Flap lever, up and detent. Checked. Flap indicator, corresponds flap lever position. Flap. Der ist in der richtigen Position. Ja. Checked. Takeoff config test, left thrust, horn sound. Machen wir den mal da vorne. Checked. Takeoff config test, right thrust, horn sound. Dann müssen wir den auch vorne bewegen, Checked. bis wir das Horn hören. Parking brake, pulled, active, Die ist zu. set. Engine start levers 1 and 2, cut off. Das wären die. Checked. Stab trim switches, norm, main elect and autopilot. Checked. Cargo fire, test, fire lights illuminated. Okay, dann müssen wir gucken. Cargo Fire Test, der ist hier. Checked. Panel end flood lightning, bright. Panel and Flood Lightning. As needed. Bright. Rudder trim, 0, centered. Die ist Checked. rather thin. Aileron trim,
0, centered. Ground to flight deck, fuel is all loaded up and you are good to go. Oh, okay, danke. So, die ist auch Checked. runter. Manual gear extension access door, closed. Checked. Das ist zu. Halon fire extinguisher, installed and filled. Der ist da. Okay. Checked. P6 circuit breakers panel, no popped. First off. Das ist hier oben. Das ist okay. Das ist das Circuit. Checked. Emergency escape rope, in place. First officer. Die können wir nicht öffnen, aber wir gehen davon aus, dass Checked. die da ist. Flight recorder, test, off extinguished. So, da müssen wir jetzt ins Overhead Panel, Upper Panel, Flight Recorder Test. Der Flight Recorder ist hier und der Test ist, da müssen wir den Checked. checken. Flight recorder, guard closed. Guard closed. Set. Mach airspeed warning, test 1. Die Mach Airspeed Warning ist hier. Checked. Mach airspeed warning, test 2. Die wäre hier. Checked. Stall warning, test 1, needs 6 minutes A/C power. Okay, Stall Checked. Warning. Stall warning, test 2, needs 6 minutes A/C power. Checked. Okay. Mic selector, FLT, jump seat. Das Mic Selector, das müsste FLT hier Set. sein. Okay. Engine reverser lights 1 and 2, off. Checked. EEC lights, guard closed. Checked. Pass oxygen, guard closed. Checked. Service interphone, off. Checked. Left and right IRS mode selector, NAV. So, jetzt gucken wir nochmal. Das war jetzt. Ne, hier oben. Die waren alle gecheckt, dass das alles zu ist hier. Die hier, die waren gecheckt, die waren alles zu. Jetzt können wir hier die beiden auf Nav stellen. Set. Okay. IRS display selector, HDG and STS. IRS Display Selector. Und As needed. ELT, guard closed. Checked. Emergency escape rope, in place, captain. das wäre hier oben. Die ist da. Checked. P18 circuit breakers panel, no popped, capped. So, und da ist noch die Crash Axe Aircraft, das ist auch alles Checked. da. Master lights, test, panel scan, all 2 bulbs. Okay, Master Lights, die müssten hier sein. Checked. Haben wir AP jetzt disconnect lights, alle, test 1, captain. die sind jetzt alle an, die Master Lights. Ja, alle Lichter, die brennen können, sind an. Okay, dann können wir das wieder ausmachen. So, und was wollten wir jetzt? AP Disconnect Lights, Test 1, Captain, Disconnect Lights. Checked. Das ist das hier. AP disconnect lights, test 2, captain. Checked. Test 2. Das eine AP ist das disconnect lights, helle und test das andere 1, dunkle. first officer. Der First Officer, der hat seine hier. Checked. AP disconnect lights, test 2, first officer. Checked. Okay. Master lights, bright. Set. Master Lights. Pilot oxygen mask, normal test, push. Okay, die Pilot. Checked. Das ist unsere Pilot Pilotenmaske. oxygen mask, emergency test, hold. 737 to 800. 6 November. Checked. November. Cleared IFR. Okay. Main panel, File. back, Maintain. Flight AFDS 3, lightning, 6, 0, bright. Squawk 470 Mail. 0. As needed. Okay. Nose wheel steering, guard closed. Checked. Clock, UTC time.
Checked. 737 Yeah. to 800. Main panel due, November. norm. 29, right. Checked. Taxi via Bravo, November. Lower Short due, runway. norm. 9, left. Main Checked. panel lower. No. Weather radar, off. Checked. Airport button, on, Captain. Airport Button on. Der wäre hier. Set. Terrain radar, on, Captain. Das wäre Terrain Set. Radar hier. Barometric reference selector, in /HPA. Slash Set. HPA. Barometric value, local QNH. Value. Q and H. Set. Minimums reference selector, Baro. Set. Minimums, airport elevation plus 1000 feet. Okay, da müssen wir jetzt wissen, welche Hektopascal-Werte wir hier haben. Da müssen wir mal auf den Airport gehen. O-I-E-E sind wir hier. Das ist der, genau. Und wir haben hier aktuell einen Wert von 1023. 1023. Müssen wir 1000. Ne? Ja. Und hier auch einstellen als Höhe. So. Set. First officer oxygen mask, normal test. Gehen wir mal zu dem. Machen wir den Normal Test. Checked. First officer oxygen mask, emergency test, hold. Checked. Panel lighting, set. Achso, Panel Lighting. As needed. Okay. Flap inhibit, guard closed. Checked. Gear inhibit, guard closed. Checked. Terrain inhibit, guard closed. Checked. GPWS ground SYS, test. GP. Moment, jetzt muss ich mal gucken, war das jetzt der First Officer? Ja. Set. Okay. Clock, UTC time. Wind shear. Wind shear. UTC Time. Terrain. Terrain. Pull up. Obstacle. Set. Obstacle. Main panel due, norm. Airspeed. Checked. Lower due, norm. Checked. Terrain radar, on, first officer, TFC DIST 40. Set. Weather radar, off. Checked. Barometric reference selector, in /HPA. Set. Barometric value, local QNH. 737 to 800. 6, November. Contact tower on 118.70. Set. Minimums reference selector, Baro. Set. Set. Minimums, airport elevation plus 1000 feet. Das wäre auch hier.
So, können wir den abhaken. Set. Service crews on ground. Stop. Okay, ihr habt jetzt mal sauber gemacht, das reicht. Set. FWD and aft service doors, closed. Ja, sind Set. zu. Mhm. FWD entry door, open. Welches? FW Entry Door Open. Set. Aft entry door, open. As needed. Packs and cargo, flight plan, match ZFW. So, da müssen wir jetzt die Passagiere vorsehen. Da müssen wir wieder auf unsere Checkliste gehen wir auf die Position 3. Wir haben heute 173 Personen und Cargo 05, das ist ja ganz wenig. Also 173 Personen und 05 Cargo. Ne. Moment. Da. Payload. Da haben wir gesagt 173 Error, da ist auch der Error, aber wir haben sie hier drin jetzt. Und dann $50. Moment. Load. Genau. Flight leg, start. Halt, das ist nicht richtig. Hier haben wir die Personen noch nicht. Cargo, Cargo. Oder muss ich erst hier? Ne. 1, 7. Eins, 7, 3. Person. Das ist komisch. Wenn ich hier drauf drücke, sagt er Random. Das geht nicht. Und wenn ich jetzt Cargo, Cargo, durch die Zone gehe, geht das vielleicht. 1, 7, 3. Das geht auch nicht. Das ist falsch. Also das hier Maximum 16. Ach so, Moment. Das waren 18,5. So, und jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Okay, dann verteilt er das so. Gucke ich nochmal gerade auf den AV-Tab. Das waren dann Payload 18,6. Na gut, wir haben jetzt 18,5. Einer hat abgenommen. Okay. Dann können wir sagen Packs and Cargo, Flight Plan, Flight Leg Start. Ground Services, Flight Leg Start. So, genau. Set. Da ist die Herrschaft. Aircraft model, correct.
Da müssen wir mal gucken, ob das Aircraft Model korrekt ist. Dazu gehen wir 737-800, genau, die ist korrekt. Checked. Engine Rating. Engine rating. Correct. 26K, ist richtig. Checked. Okay. NAV database. Correct. NVD Database. Nav Data, korrekt. Checked. IRS position. GPSL data. Next page. Okay, gehen wir dahin. Next Page, kopieren, zurück und setzen die hier ein. Haben damit unseren IRS Position eingestellt. Set. Ref Airport. Origin ICAO. Das ist der Ref Airport, ist die OIIE. Haben wir auch. Set. Origin ICAO. Dazu müssen wir auf die Route gehen. Den haben wir auch drin. Set. Destination ICAO. Müssen wir nochmal gucken, wie der heißt. Der Seite 1, Kabul, der heißt OAKB. Oh, habe ich jetzt falsch gedrückt hier? Ja. Da waren wir dran. OAKB. So, das wäre der. Die Flugnummer ist die Flight number. LHA 2806. Okay. Set. So, Airways and waypoint routing. das haben wir hier in der Airpace und da müssen wir in die OII. Ne, was wackelt der so? Das ist die Leute, die da reingehen vielleicht. OIIE nach O A KB 01. So, Set. Departure routing. Runway unsid. okay, die Runway ist die 29R. Dann kann man das aktivieren. Executen. Departure 29R. Und wir fliegen über die DHN2J. DHN2J. Executen. Dann hätten wir die Departure. Selected. Und die Arrival. Arrival routing. Runway unstar. Okay, die Arrival ist. Die Arrival wäre die 29. Die fliegen wir mit einem ILS an, aber es gibt keine Star. Dann müssen wir uns, wenn wir im Anflug sind, dazu nochmal Näheres angucken. Okay. Selected. Route. No discontinuities. Okay, dann gucken wir mal, ob es da irgendwelche Discontinuities gibt. Das ist im Moment noch nicht eingetragen von den Höhen, deshalb haben wir da noch nichts. Next Page, da haben wir eine. Kulta wäre unsere letzte Stelle. Dann wären wir beim nächsten, käme dann Stich. Dann müssen wir den Stich hier einsetzen, executen. Wir können auch mal gerade auf unserem Plan sehen, wie das dann aussieht, wenn wir die Legs angucken. Hier sehen wir unsere Flugroute. Und da kommen wir an, machen hier einen Dreh und landen dann so. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Über Stich gehen wir dann runter. So, dann können wir wieder hier auf unsere Map gehen
und auf die Lags und dann können wir sagen, die Discommunities sind abgeschlossen. Checked. Route activated. Die habe ich schon aktiviert. Okay. Set. Zero fuel weight. Flight plan estimated. Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder hier auf unser FMC, Position, Route, Preference. So, da sehen wir, dass wir mit 14,3 Fuel drin Set. sind. Die haben wir, genau. Reserves. Flight plan. Round up 0.1 tons. 0,9 Tons, ungefähr, sagt er. Wir sagen aber, wir haben 2 Tonnen Reserve. Set. Den Cost Index. Cost index. Der Flight plan steht CI. unter Flight Plan CI auf der ersten Seite. Da haben wir den CI 47 ist der Cost Index. Und dann kommt der Set. Trip Cruise. Trip cruise. Flight plan altitude. Altitude, die Höhe wäre 350. Flight Level 350. So, dann den, okay, Set. den Cruise. Wind. Flight plan TOC wind. Der Wind ist 259 Grad mit 34 Knoten. 200 Watt, habe ich gesagt, 259. 59 Grad mit 034 Wind. Und wir haben eine Außentemperatur von 20 Grad. Cruise. Set. ISA deviation. Flight plan TOC TDV. Das wäre Set. okay. Transition altitude. SID chart. Transition Altitude. Set Chart müsste oder muss ich jetzt hier gucken. Aber wir kriegen das ja nachher eh von den Fluglotsen gesagt, aber wir können trotzdem mal gucken. Transition Altitude. Set Chart. Da. Und da. Wind. Muss ich gestehen, sehe ich jetzt nicht. Ein neuer Punkt, wo ich nochmal nachgucken. Aber haken wir mal ab. Set. First waypoint after TOC. Ja, New wind. Genau, der Wind war hier 114 zu 003. Aber den brauchen wir nicht eintragen. 737 to 800. 6 November. Set. Contact tower on. FLT control A and B. Guard closed. Checked. Spoiler A and B. Guard closed. Checked. Alternate flaps position. Guard closed. Checked. Das sind jetzt die Yaw damper on. Yaw-Dämpfer on. Set. VHF NAV transfer. Normal. Checked. IRS transfer. Normal. Checked. FMC transfer. Normal. Checked. Display source. Auto. Checked. Display control panel. Normal. Checked. Engine valve L and R. Closed. Dimmed. Checked. Spar valve L and R. Closed. Dimmed. Checked. CTR fuel pumps L and R. On. 453 kgs.
So, müssen wir As die needed. Pumps anstellen. Aft end FWD fuel pumps 1, on. Set. FWD and aft fuel pumps 2, on. Set. Cross feed valve, set open and light dimmed. Checked. Cross feed valve, set closed and light off. Checked. Okay. Electrical AC switch, APU gen. Electrical AC switch. Electrical AC switch. Das war, Moment. Electrical AC switch. Set. Battery, guard closed. Checked. Standby power, guard closed. Checked. Disconnect gen drives, guards closed. Checked. Supply switch, normal. Checked. Exhaust switch, normal. Checked. Emergency exit lights, guard closed. Checked. Fasten belts, on, if refueling completed. Hier. Das ist jetzt mal zu Ende. Und dann können wir anstellen. Set. Left side end FWD window heats, on. Die Window Heats Set. on. Right side end FWD window heats, on. On. Set. Engine hydraulic pumps 1 and 2, on. Checked. Electric hydraulic pumps A and B, on. Checked. System hyd press 2800 psi, quantity 76%. Das ist ja Checked. Sauerstoff. Display, engine page. Set. Cabin diff pressure, 0 psi. Ja. Auf. Checked. Cabin alt, indicates airport altitude. Cabin Alt. Das wäre hier auch in Ordnung. Checked. Cabin climb, indicates 0. Checked. Trim air, on. Trim Air on. Set. FWD cab selector, auto, or set, aim 28 deg. Das ist FW Cap Selector. FW Cap Select. As needed. Okay. Con cab selector, turn left, FWD cab -1. Set. Aft cab selector, turn right, FWD cab +1. Set. Left and right recirc fans, auto. Checked. Left and right air conditioning pack, auto. Set. Isolation valve, open. Checked. Engine bleed air 1 and 2, on. Checked. APU bleed, off, on if APU is running. Yep. Checked. Flight altitude indicator, cruise altitude. Das wären 35.000, ja. Landing altitude indicator, RWY elevation. Müssen wir dann nachher gucken, wie hoch wir sind. Die Höhe des Flughafens. Müssen wir nachher nochmal reingucken. Okay, checken wir jetzt. Set. Pressurization mode selector, auto. Set. Wheel well light,
off. Checked. Wing light, off. Checked. Anti-collision light, off. Checked. Position lights, steady. Checked. Logo light, on, in darkness. As needed. Ignition select, right position. Checked. Engine start switches 1 and 2, auto. Checked. Taxi light, off. Checked. Left and right runway turn off lights, off. Checked. Left and right landing lights, off. Checked. Course 1 and 2, to Sidvor. Das wäre der Kurs 290. Das wären jetzt diese Kurse, müssen jetzt hier eingestellt werden. Ich stelle aber nur hier den ein. Das ist das Heading, damit wir geradeaus fliegen, wenn wir gestartet sind und die Sachen ausfallen. Set. Captain Flight Director, on. Flight Director. Set. On. First Officer Flight Director, on. Set. Autopilot disengage bar, up. Checked. Das wäre die hier. Autopilots, all off. Alle aus. Checked. Bank angle below FL 300, 25 degrees. Set. Departure heading, according charts. Das machen wir noch. Set. Initial climb clearance, according charts. Die Climb Clearance Set. haben wir hier die 35.000. Standby altimeter barrow. Select, in /HPA. Set. Das ist slash. Standby altimeter, local QNH. Das haben wir schon gemacht. Set. Standby RMI, ADF/VOR, raw data backup. As needed. N1 set selector, auto. Checked. SPD ref selector, auto. Checked. Auto brakes, RTO. Auto Brakes RTO. Set. Auto brakes annunciator, unilluminates. Da müssen wir mal gucken. Ja, das sind die Lichter. Checked. Fuel flow, reset then rate. Fuel Flow. Set. Initial COM frequencies, according charts. Frequenzen, die kommen nachher. Ja. Tuned. NAV frequencies, active and passive, raw data. Tuned. ADF frequencies, active and passive, raw data. As needed. Initial transponder code, 2000. Set. Mic selectors, 1 VHF, capped, and 2 VHF, first off. Set. Flight deck door, closed. Das ist geschlossen. Ja. Checked. Departure, arrival, SID, route points, airways. Das sind jetzt die Briefings, Checked. die der Ground Captain distance, mit dem, correct, compare flight plan. mit dem First Officer Checked. nochmal durchgeht. Landing Hier. fuel, enough, compare flight plan. Checked. Route, executed. Checked.
clock, QNH, MFRA, flight directors, standby inster. Das heißt, Checked. jetzt Expected taxiing route to active runway. Checked. Runway, departure, climb alt, SID points check. Checked. Normal checklist, before start, readout. noch die vom Glare Shield. Done. PAX announcement, welcome message, Okay. PA system. Played. Welcome. FWD and aft entry doors, closed, if all packs aboard. So, dann gucken wir mal. Schließen wir jetzt alle Türen. Set. FWD and aft cargo doors, closed. Set. Alle zu. Reminder, start tracking client. Start Tracking Client. Dann müssen wir die starten. Done. APU, started, runs 1 minute load less. Haben wir schon. Set. Zero fuel weight, adjusted ACC load sheet. Modified. FMC gross weight, within flight plan range. Checked. Performance init page 1, executed. Okay. Set. APU bleed, on. Müssen wir die Take Off, die Flaps, die kommen gleich, genau. APU Bleed on. Set. Middle APU generators, on. 737 to 800. 6 November. Cleared IFR2. Beijing. As filed. Maintain. Flight level 350. Middle Swab. APU 4700. generators. Set. GPU, disconnected. Dann können wir die GPU disconnecten. Set. Actual outside air temperature. 737 to 800. 6 November. 20 Set. Grad. 29. Cell temperature, as calculated. Alpha. November. Hold short As runway needed. 29. Left. Takeoff derate, as calculated. Selected. Takeoff flaps, as calculated, normal flaps 5. 5. Set. Center of gravity, ACC load sheet, EFB, to CG. Set. V1, VR, V2, calculate and compare, within 1 KTS. Müssen wir erst die Trim auf 5 Grad noch stellen. Die VTU ist 155. Speed bug, IAS/Mach, V2 speed as calculated. 155. Set. Stab trim wheel, set as calculated by FMC. Das haben wir auch. 5. Ne, 55. Da müssen wir nochmal etwas. Done. 55. Cutback thrust option, on. Set. Thrust reduction height, ACC procedure. As needed. Thrust restore, XL. Height, 3000 feet AGL. Da müssen wir die 5000. ...150, 51, 55. Das passt noch. Genau.
as needed. 737 to Normal 800. checklist, November. before Wieder start, readout. 118.70. Done. Contact ATC, IFR/startup clearance. So, dann müssen wir jetzt unsere ATC anfragen für den Flug. Das habe ich schon vorbereitet. Da muss ich aber mal gerade, weil das unter VR leider nicht geht. Imam Khomeini INTL ground, good afternoon, LHA 2806 Zulu Bravo 738 request IFR clearance to Hamid Karzai is filed. Okay, hat er uns jetzt gesagt. LHA 2806 Zulu Bravo 738, cleared to Hamid Karzai via runway 29er left departure. Initial altitude flight level 100. Squawk 202 Er will uns jetzt von der linken 29 links starten. Wir haben aber die 29 rechts. Da gucken wir mal gerade. Departure 29 Done. left. SID, as given by ATC. Okay, Takeoff Speeds deleted. Dann müssen wir die nochmal ändern. 150, 155. Okay, dann wären wir dann wieder umgeswitcht. Also nochmal gucken. Auf der 29 links. Gleiche Konstellation DHN2J. Okay. So, dann haben wir das. Dann können wir das bestätigen. Cleared to Oscar Alpha Kilo Bravo via runway 29er left departure. Initial altitude flight level 100. Squawk 202 LHA 2806 Zulu Bravo 738. Okay, wir müssen noch die Squawks einstellen. Das war LHA 2806 Zulu Bravo 738, read back correct. Contact me again for startup. Set the transponder code 202 as instructed. 2023 20 Set. Initial altitude, as given by ATC. Set. 3 Transponder code, as given by ATC. 2 Set. 3 2 Transponder, alt off, IVAOSTBY. 2023 Set. 20 Anti-collision light, on. 2023 war das. Und wir sollen Transponder eingestellt und der Flight Level auf 100 einsetzen. Also 10.000 Fuß. So, 10.000 Fuß. Jo, dann hätten wir das soweit eingesetzt. Transpondercode 2023. Dann könnten wir jetzt die Antikollisionslichter machen. Set. Left and right air conditioning packs, off. Air Conditioning Packs off. Set. Normal checklist, before start, readout. Jetzt wird die Klärschild Compel. Checklist nochmal gemacht. Contact ATC, request push and start. So, wir sollen jetzt also den ATC nochmal ansprechen für Pushback und Start. Das machen wir jetzt auch. Imam Khomeini INTL ground, LHA 2806 Zulu Bravo 738 request startup. LHA 2806 Zulu Bravo 738, startup approved. Okay. Dann können wir das Startup bestätigen. approved, LHA 2806 Zulu Bravo 738. So, und dann können wir den Pushback LHA anfragen. 2806 Zulu Bravo 738, request pushback. LHA 2806 Zulu Bravo 738, pushback approved, report ready for taxi. So. Können wir das bestätigen, dass wir jetzt den Pushback machen approved, können. LHA 2806 Zulu Bravo 738. Ground to cockpit, tow is driving up. Pushback. Contact ATC. Done. Start pushback. Start pushback, as given by ATC.
Das ist, haben wir bekommen, das Pushback. Done. Engine start switch to ground. Okay, da müssen wir jetzt warten, bis der Pushback uns das Starten der Engines freigibt. Und wir können eigentlich jetzt, wenn die Maschinen, wenn die Turbinen laufen, dann machen wir mal eine Sicherung. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. Okay, dann connecte das mal. Draußen gucken, wie er das macht. Können direkt nochmal die Maschine kontrollieren, ob wir nicht irgendwas vergessen haben. So, dann können wir wieder zurückgehen. So connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Lösen wir die Parking Brake. Starting pushback, and you may start engines. Okay, jetzt können wir die Engines starten. Engine Start Switch 2. Set. Engine 2 start lever. Idle reaching 25% N2. So, und jetzt sehen wir hier den Start der Engines. Set. Und hoch, ja. Engine 2, stable, 20% N1, 420 deg, 65% N2. Checked. Okay. Engine start switch 1, ground. Ground. Set. Engine 1 start lever, idle reaching 25% N2. Set. Engine 1, stable, 20% N1, 420 deg, 65% N2. Checked. Okay. Engine generators 1 and 2, on. Engines generator 1 and 2 on. Overhead panel, engines generator 1 and 2 on. Das sind die aber doch. Ne, hier. Ne. Set. Die waren's. Genau. APU switch, off. APU switch off. Set. Engine start switches 1 and 2, continues. Continuous. Die sind jetzt auf Continue zu stellen. Ist da. Set. Probe heats A and B, on. Können wir die auch anmachen? Set. Left and right air conditioning pack, auto. Left and right. Operation complete. Set parking Set. brake. Okay. Isolation valve, auto. Disconnecting tow. Stand by. Set. APU bleed, off.
APU bleed Set. off. Pushback crew, Diskin. And showing bypass pin. Okay, dann müssen wir warten, bis er fertig ist und uns den Bypass-Pin zeigt oder er sagt es uns. Tu nichts, wenn du es nicht gesehen hast. Also wir müssen uns... So is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal will be on the left. We'll see you next time. Have a safe flight. Okay, also er sagt, er hätte das jetzt uns... Checked. Takeoff flaps, as calculated. Set. Flight control elevators, full forward. Cleared IFR2, Almach to International, as filed. Maintain. Flight level So, 3, die Flight 5, 0, Elevators. squawk, Checked. 4, 7, 0, Flight 0. control elevators, full back. Checked. Flight control ailerons, full left. Checked. Flight control ailerons, full right. Checked. Flight control rudder, full left. November, runway 29, Checked. right, taxi via Tango. Flight Alpha, control Alpha, rudder, hold short, full runway right. 29, left. Checked. Recall, 6-pack push, captain or first officer. Set. Recall, 6-pack all off, captain and first officer. Checked. Lower due, switch off engine page, MFD. Set. Normal checklist, before taxi, readout. Wird die nochmal durchgegangen, die Compel. Normal Pack Checklist. Contact ATC, request taxi clearance. Okay, dann lassen wir uns mal die Request Taxi Clearance geben. Imam Khomeini INTL ground, good afternoon, LHA 2806 Zulu Bravo 738 is ready for taxi. So, dann warten wir mal. LHA 2806 Zulu Bravo 738, taxi to runway 29er left. Contact tower on 118.700 when on holding point. Okay, also, wir sollen, müssen wir nochmal Read Back machen. Taxi to runway 29er left. Contact tower on 118.700 when on holding point. LHA 2806 Zulu Bravo 738. Okay, also wir haben jetzt nochmal die Mitteilung bekommen, dass wir, wenn wir am Holdingpunkt sind, die Frequenz 118.700 einstellen sollen. Normalerweise macht er das aber. Ich stelle die trotzdem mal ein, 118.700. Dass wir ihn dann auch hören. So, aktivieren. Und jetzt fahren wir da raus. Da ist noch eine andere Maschine, hat sich da hingestellt. Müssen wir sehen, dass wir jetzt... Das ist natürlich... Ja, wie kommst du dann dahin? Okay. Alles klar. Dann können wir loslegen. Contact ATC haben wir. Done. Taxi light, on. Set. Left and right runway turn off lights, on. Set. Parking brake, release. Okay, und jetzt machen wir eine Sicherung. Das war die 1. Set. Takeoff config, test, no horn sound. Config, test, no horn. So. Checked. Brakes, test. Hier werden wir dann die Brakes. Checked. Cabin lighting, takeoff, passenger area. Cabin Lightning,
Take off. Set. Passenger area. Chimes only, on, seat cabin crew. Set. Cabin attend button, push, as crew info. Okay, dann werden wir die Crew informieren. Set. So, Contact ATC, request takeoff clearance. okay, jetzt müssen wir erstmal an unsere Startposition rollen. Das ist natürlich jetzt insofern dumm, dass wir in der Realität mit unserer linken Tragfläche gegen den Flieger kämen, aber okay. So, jetzt müssen wir mal sehen. Wir machen aus diesem Flug am besten einen zweiteiligen. Hier rechts rüber. Einen zweiteiligen Flug, damit wir, ja, da ist die Datei nicht so groß. Wenn ich gleich am Startpunkt bin, werde ich an der Stelle den den Flug unterbrechen und dann geht es mit dem zweiten Teil weiter. Jetzt müssen wir aber erst einmal sehen, dass wir in Richtung der 29L rollen. Da kommt noch die andere Maschine, ist das die von eben? Etwas langsamer werden. Viel Betrieb heute in Teheran, ne? Achso, ich wollte gleich schon nochmal das Wetter kontrollieren. Das wirklich, ja, das sieht echt aus. Die sind auch ein bisschen bewölkt, ja. Es scheint wirklich so zu sein in Teheran. Mal gucken, ob der auch von der links wegfliegt oder vielleicht von der rechten. Tower, 737 to 800, 6 November, November. Das ist diese Maschine. 737 to 800, 6 November, November. Fly heading 280, runway 29, right. You're cleared for Ja, takeoff. der fliegt über die rechte. Fly heading 280, Wir fliegen über runway die linke. 29, Überquert right. jetzt 737 to 800, die 6 links. November, November.
Da geht er ab. Toll. So, und wir sind jetzt an unserem Holdingpunkt angekommen. Hier, das ist die Runway 29er Left. Dann können wir Request Takeoff. Imam Khomeini INTL Tower, good afternoon. LHA 2806 Zulu Bravo 738 on holding point of runway 29er left, ready for departure. Done. Contact center on. Position lights, strobe and steady. LHA 2806 Zulu Bravo 738, wind tree 0519 knots, runway 29er left, cleared for takeoff. Ah, Dankeschön, wir haben den Takeoff bekommen und können das nochmal bestätigen. Cleared for takeoff runway 29er left, LHA 2806 Zulu Bravo 738. So, dann die Position Lights, strobe and steady. Set. Left and right landing lights, on. Set. Auto throttle, active. Set. LNAV or HDG cell, active. Set. VNAV, active. Set. Weather radar, on, Captain, TFC DIST greater than 5. Set. Transponder, TA/RA. Transponder. Den Transponder, den lassen wir jetzt, weil wir das ja über unsere... Set. Yoke checklist, before takeoff, readout. Compel. Captain clock timer, ET. Timer. Jetzt bin ich etwas... Machen wir gerade mal... So. ET. Set. Thrust, stabilized at 40% N1. Checked. Activate toga, or mic switch. Okay, das werden wir gleich erst machen. Jetzt werden wir erstmal auf unsere Startposition fahren. Approaching, on runway, 29, left. So, dann aktiviert Toga. Das ist dieser Knopf hier. Mal gucken, dass wir auch jetzt korrekt stehen. Die aus. Set. Und los geht's. Gear up. LHA 2806 Zulu Bravo 738,
QNH1022. Contact Teheran radar on 133.400. Bye. Bye. 1000. 1000, dann können wir den Autopiloten einschalten. Landing gear lever, up. Haben wir gemacht. Done. Left and right wiper, park position, max 200 kts. Set. Autopilot, engage, above 1000 feet AGL. Haben wir. Set. Airspeed bug, flaps up speed. Set. Flaps, retract, above each previous flap bug. Die Flaps einfahren. Done. Landing gear lever, off. Set. Auto brakes, off. Set. Engine start switches 1 and 2, auto. Das waren As needed. Cabin pressure and differential, within limits. Cabin Pressure und Differential. Haben wir keine. Checked. Pressurization selector, auto. Checked. APU bleed, off. Checked. Engine bleed air 1 and 2, on. Checked. Left and right air conditioning pack, auto. Checked. Isolation valve, auto. Checked. Left and right duct pressure, working. Checked. Contact ATC, report height and position. Okay, jetzt müssen wir nochmal gucken. Die ABC hatte vorhin uns schon mal kontaktiert, dass wir 133.400 QNH1022. Contact Teheran radar on 133.400. Goodbye. LHA 2806 Zulu Bravo 738. Thousand to go. .400. Ich bin mir jetzt nicht sicher, eigentlich habe ich das so eingestellt, dass die nicht eingestellt werden müssen. So, jetzt haben wir den Standardluftdruck oder 10.000. So, müssen wir mal abwarten, was die Teheran radar, good afternoon, LHA 2806 Zulu Bravo 738. LHA 2806 Zulu Bravo 738, turn left heading 090, maintain flight level 100. Done. Altimeters, STD, Captain and First Officer. Haben wir gemacht, aber der First Officer noch nicht. Set. Standby altimeter, STD. So, dann hatten die uns vorhin gesagt. Turn left heading 090, flight level 100, LHA 2806 Zulu Bravo 738. Heading 90. Flight Level 10.000, den haben wir. Und den Heading auf 90. Kann man hier gucken.
Riesenrunde, die wir hier drehen, ne? So. Dann fliegen wir die jetzt mal. Mal gucken, wo wir dahin fliegen. Teheran wäre der nächste Punkt. Das wäre dann in diese Richtung. Das machen wir mal. Und stellen dann auch das nach entsprechend wieder ein und fliegen jetzt direkt auf Teheran zu, aber immer noch mit 10.000 Fuß. Können wir ein bisschen jetzt haben wir 10.000 Fuß, genau. So, dann können wir wieder noch um Wiener fliegen. Bisher noch keine neuen Informationen bekommen von unserem, gucken wir mal gerade auf den Map hier, sind nur in Anführungsstrichen 10.000 Fuß hoch. Hier auch die 90 Heading. Neunzig. Gehen wir mal nach dem Heading auf die 90. So. Set. Yoke checklist, after takeoff. Readout. Jetzt kommt die Checklist. Compel. Chimes only, off, release cabin crew. Set. Cabin attend button, push, as crew info. Set. Landing gear lever, up. Okay, das wäre jetzt erst, wenn es wieder in Richtung Landung geht. Also wir sind jetzt mit der Checkliste durch und würde ich sagen, fliegen wir im zweiten Teil weiter. Ich mache jetzt hier einen Save und wir sehen uns dann im zweiten Teil.